Wie entstehen negative Muster? Ein Beispiel. Wir haben alle Punkte, an denen wir besonders verletzlich sind. Zum Beispiel, wenn du in deiner Kindheit öfter das Gefühl hattest, dass du nicht liebenswert bist oder Schuld für etwas trägst, dann kann es schnell passieren, dass du Angst bekommst, andere zu enttäuschen. Diese Angst sorgt dafür, dass du gerne Bedürfnisse von anderen erfüllen möchtest. Mit der Zeit fängst du mit diesem Verhalten leider an, dich ausgenutzt und kritisiert zu fühlen. Und wenn du dich ständig ausgenutzt fühlst, braucht es nur wenig, um bei der nächsten Bitte wütend zu werden und den anderen spüren zu lassen, wie unglaublich egoistisch er oder sie ist. Glücklicherweise passiert das nur selten mit Freunden und Kollegen, die du nicht so oft siehst. Vor ihnen kannst du dich zurückziehen, bevor dein persönliches Fass zum Überlaufen kommt. Ein anderes Beispiel eines negativen Kreislaufes kann geschehen, wenn du dich von deinen Eltern nicht gesehen gefühlt hast. Vielleicht hat dann auch noch ein Geschwisterteil dir das Gefühl gegeben, unerwünscht zu sein, zudem noch physisch verletzt. Das kann heute in dir die Angst auslösen, für andere nicht wichtig zu sein und du fühlst dich schneller ungerecht behandelt. Diese Angst bewirkt, dass du in Beziehungen mit anderen gerne austestest, wie viel du ihnen bedeutest. Wenn dich jemand zum Beispiel warten lässt, führt das dazu, dass du mit bissiger Stimme fragst, warum bist du zu spät? Auch das tritt seltener mit Freunden und Kollegen auf, die du nicht so oft siehst. Wenn wir uns verlieben, ist der andere erstmal ungefährlich. Unsere Hormone bewirken, dass wir mit dem anderen mehr als normalerweise vertrauen, ohne dass sich unsere Ängste bemerkbar machen. Wir fühlen uns wichtig und sind uns sicher, dass wir keine Enttäuschung erleben werden. Mit der Zeit nimmt das Gefühl der Verliebtheit jedoch ab. Das ist normal. Wenn dann dein Freund oder deine Freundin aus Versehen mal spät nach Hause kommt, kann das der Auslöser eines negativen Musters in eurer Beziehung werden. Dein Partner ist spät. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Du bekommst Angst, ihm nicht wichtig zu sein. Du versuchst also herauszufinden, was du ihm bedeutest. Du fragst mit scharfer Stimme, warum bist du zu spät? Ich habe die ganze Zeit gewartet. Dein Partner bekommt Angst, dich enttäuscht zu haben. Aber er hat in den letzten Monaten schon so viele deiner Wünsche und Bedürfnisse erfüllt. Nun fühlt er sich ausgenutzt und kritisiert. Er wird wütend und sagt, wie unglaublich egoistisch du bist. Du fühlst dich wiederum nicht gesehen von ihm und bekommst noch mehr Angst, ihm nicht wichtig zu sein. Und so dreht ihr euch im Kreis und euer negatives Muster beginnt. Wenn wir so ein negatives Muster nicht zusammenstoppen, kann es mit den Jahren immer mehr Geschwindigkeit aufnehmen und sich verfestigen. Obwohl wir am Anfang in unserem Lieblingsmenschen unsere große Liebe gesehen haben, ändert sich unser Bild mehr und mehr in das, was unser negatives Muster daraus kreiert hat. Am Ende siehst du deinen Partner plötzlich als große Enttäuschung und er dich als große Egoistin. Unser Muster lässt uns auf Dauer verzweifeln und alleine dastehen. Aber es gibt einen Weg aus eurem negativen Muster. Mehr darüber auf Lavi, EFT School of Love, www.lavi.de.